Ja, ich möchte euch herzlich begrüßen zu einem Sonderthema heute hier am Sonntag. Es geht um Luxusprobleme der Insel, denn ihr habt es eben gesehen, einen Taucher, die nach Flaschen tauchen. Und das machen sie nicht irgendwo, sondern in Port Wels. Eco Projects Mallorca heißt das Projekt, die sich damit befassen, Müll zu sammeln hier auf der Insel, und zwar unter Wasser. Oft sieht man ja in den schönen Buchten, die wir haben, besonders in Port Wels, die ganz teuren Yachten. Was erschrocken macht, das sind die Bilder, die mich eben halt vor kurzem erreicht haben, dass eben halt nicht nur Luxusjachten da sind, sondern auch, dass die ihren Müll hinterlassen. Und das sieht dann so aus wie auf diesem Foto. Ein Hänger davon sehen wir da, und das sind nur 10% von dem Ganzen, was sie gesammelt haben, so wie die Taucher das selber sagen. Eckbert Waldleben hat mir Bilder, Videos zur Verfügung gestellt, auch die Anke Macke, die mit bei den Tauchern dabei ist, sie waren sehr überrascht. Und was darauf hinweist, dass es wirklich ein Luxusproblem ist, es waren viele Champagnerflaschen darunter und eben halt Sektflaschen. Und bei den Champagnerflaschen, viele Leute, die wirklich Luxus kennen, wissen, dass man die nicht einfach irgendwie entkorkt, sondern dass man die nach Möglichkeit mit einem Säbel öffnet oder mit einem Sektglas. Und was macht man mit den ausgetrunkenen Flaschen? Die schmeißt man über Bord. Ich finde das nicht so gut, deswegen habe ich dieses kleine Video gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr das so viel wie möglich teilen könnt, wenn euch doch wirklich was an der Insel liegt. Denn im Moment ist es tatsächlich ja so, dass viele Leute sagen, ja, was haben die Mallorquiner eigentlich? Die sollen da froh sein, sie leben doch vom Tourismus. Ja, aber ich glaube, man kann die Mallorquiner auch verstehen, wenn sie das nicht haben wollen. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, ich werde euch da jetzt auch noch mal eben ein Bild zeigen, wie es in Port Wels in dieser schönen Höhle aussieht, die da ist. Auch da liegt ja nur Müll rum. Ja, hier sind wir bei dem Altar, der als Dankeschön errichtet wurde. Seht ihr, da haben Leute auch gerade Kerzen sich hier hingemacht. Und, ich glaube, das gehört hier nicht hin. Das ist ein sogenannter Grinder, nicht? Also kann man wohl gerade erkennen. Ja, könnte alles so schön sein. Manche Leute nutzen das dann auch, ja, um sich hier, ich will es fast sagen, sinnlos zu vermehren. Hier, schaut mal an, da liegt dann noch so eine Kondomverpackung rum. Und ja, klar ist das schön, an so einem Ort Sex zu haben, aber bei aller Liebe kann man dann nicht, wenn man schon vor einer Kirche oder einer Kapelle rumvögelt, kann man dann nicht seinen Dreck einfach mitnehmen. Ja, manchmal macht einen diese Insel richtig nachdenklich. Ich habe eben gerade noch ein paar Leute getroffen, den José, der hier auf der Insel lebt und der das genauso sieht wie ich. Irgendwie, ja, muss man doch sehen, dass diese Insel einfach sauber bleibt. José ist mit einem Metalldetektor hier, guckt hier am Strand, ob da jetzt irgendwo Metallteile sind, und nicht unbedingt, um da Millionär mitzuwerden, sondern er sucht die Metallteile raus, sammelt sie auf, nimmt den Müll, den andere dagelassen haben, mit. Und er sagte mir auch gerade, 1,5 Monate dauert das noch und dann kommen wieder die ersten Touristen. Jetzt ist noch alles aufgeräumt, alles schön, und dann geht es wieder los, dass die Leute irgendwo hinpinkeln, weil sie die Blase nicht mehr halten können oder vielleicht zu bequem sind, die nächste Toilette anzusteuern. Oder sie lassen einfach ihren Müll da. Ja, mich haben damals diese Bilder erschrocken gemacht. Ich bin wirklich enttäuscht, was hier auf dieser Insel dann so passiert, wie einfach mit Ressourcen umgegangen wird, wie mit der Umwelt umgegangen wird. Oh, guckt euch das mal an! Das nennt man Geisternetz. Das ist für die Meeresschildkröten. Wir haben eben gerade, konnte ich leider nicht filmen, auch noch einen Delfin gesehen.
Und stellt euch mal vor, die verheddern sich in sowas. Und ich denke, wir müssen da mal drüber reden. Ich werde demnächst, wenn die nächste Tour ist, auch mal dabei sein und das Ganze begleiten. Ich möchte euch aber bitten, das Ganze auch so ein bisschen supporten, damit sowas aufhört. Ich meine, Luxus ist was Schönes, aber hier unsere Natur kaputt zu machen oder einfach den Müll irgendwo liegen zu lassen, das muss nicht sein. Das Ganze wird über dieses Eco-Projekt Mallorca gesammelt und auch präsentiert und ja, man macht darauf aufmerksam. Und ich glaube, da braucht sich so mancher Urlauber nicht mal wundern, wenn man sagen will, nee, das wollen wir nicht. Wir haben ja gerade bei uns auch die Diskussion hier in den Urlaubsorten mit den Sonnenschirmen, dass viele Leute meinen, ich habe Urlaub, ich darf alles machen und tun, was ich will. Im letzten Jahr waren es die Beduinenzelte, die sind ja jetzt vor ein paar Tagen auch abgeschafft worden. Also das sind so diese Strandtücher, die dann in die Sonnenschirme reingeklammert wurden. Das wurde über Jahre ohne Rücksicht auf Verluste gemacht, weil mein Urlaub, meine Sonnenliege, und ich habe ja schließlich dafür bezahlt, ja, und der Liegenverkäufer, der im letzten Jahr da war, oder Liegenvermieter, ist ja kein Verkäufer, sondern der Liegenvermieter, hat die Lizenz nicht mehr gehabt, hat es nicht mehr weitergemacht, jetzt ist ein neuer Betreiber da und der sagt seit ein paar Tagen, nee, das geht nicht, das wollen wir nicht und es hat nichts damit zu tun, dass man die Urlauber nicht haben will, sondern diese Rücksichtslosigkeit hat man ja auch nicht zu Hause. Man rennt auch zu Hause nicht betrunken durch die Straße oder halbnackt durch die Straße und wir erleben gerade im Sommer immer wieder, dass die Leute sagen, ich habe Urlaub, ich muss mich so sonnenbräunen, deswegen genieße ich die Sonne bis ins Letzte hinaus. Also dieses Video soll Diskussionen anregen und bitte teilt das ordentlich. Ich habe jetzt noch ein paar Bilder für euch und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss.